Ein sehr unangenehmes und nerviges Geräusch erfüllt den Motorraum. Wenn man ein paar Tropfen Öl auf verschiedene Rollen macht, hört das Quietschen kurzzeitig auf. Helfen tut das aber nicht sehr viel, denn der Riemen trocknet nur noch mehr aus. Zuerst dachte ich, das Geräusch entsteht durch verschlissene Wälzlager, der Spannrolle oder der Umlenkrolle. Also habe ich sie durch neue ausgetauscht, aber das Geräusch war immer noch da. Also konnten es nur der Riemen oder die Lichtmaschine sein. Mit zunehmendem Alter, durch Wasser oder Kälte, trocknet der Riemen aus und wird spröde. Der Riemen leiert aus und hat nicht mehr die Länge, die er eigentlich haben sollte. Die Spannrolle kann nicht mehr genug Spannung aufbringen, der Riemen hat Schlupf und es quietscht. Also muss erstmal ein neuer Riemen her. Fox 5Z PK1873. So, dann suche ich mir hier ein Angebot aus. Und gebe hier die Daten meines Fahrzeugs ein. Wenn es passt, wird der Artikel bestellt. Um den Riemen zu wechseln, braucht ihr einen 16er Ring-Gabelschlüssel. Beim Polo löst man die Spannrolle, indem man hier diese Kappe da löst. Und hier haben wir einen Torx TX50. Und ihr müsst gegen den Uhrzeigersinn drehen, damit ihr die Spannrolle entspannt. Dann wird der Riemen runtergezogen und ihr könnt den Riemen lösen. So, hier ist der ausgebaute Riemen. Wichtig ist bei der Kennzeichnung die letzten Ziffern. In dem Falle 6 PK 1873. 6 für die Anzahl der Rippen und die 1873 die Wirklänge des Riemens. Um den neuen Riemen jetzt einzufädeln, mache ich einmal eine kleine Lasche. Die schiebe ich hier hinten durch. Dann kommt sie hier um die große Rolle hier. So, dann entsteht hier die nächste Lasche. Dann wird der Riemen hier unten durch. Als nächstes kommt er hier um die Umlenkrolle rum. Dann hier unten lang, weiter zur Lichtmaschine. Und diese Lasche hier, die wird dann gespannt. Um den Riemen zu spannen und drauf zu ziehen, muss ich einmal hier mit dem 16er den 16er so einfädeln. Jetzt spannt man die Spannrolle nach hinten. So, zieht den Riemen drüber und spannt den Riemen. So, jetzt noch schön kontrollieren, ob der Riemen auch überall schön drauf ist. Starte den ganz kurz. Und wenn es sich gut anhört, hat es funktioniert. Man höre und staune, er quietscht nicht mehr.